Stein 1392 im Wald von Le Mans. Ein König stürmt mit gezücktem Schwert durch das Unterholz, schreit von Verrätern, die ihn umzingeln. Seine Ritter versuchen, ihn zu halten. Er schlägt um sich, trifft einen von ihnen. Stundenlang rennt er, bis er erschöpft zusammenbricht. Zurück im Lager erkennt er nicht einmal seinen Bruder. Es war kein Rausch, kein Zorn. Es war der erste Anfall von etwas, das ihn nie mehr loslassen würde. Ein Jahr später war Karl Sixt überzeugt, sein Körper bestünde aus Glas. Und 30 Jahre lang lebte er in der Angst, bei der kleinsten Berührung zu zerspringen. Karl de Sixtau war 24, als es begann. Seit seinem 11. Lebensjahr regierte er Frankreich, hatte Isabeau von Bayern geheiratet und das Königreich durch die ersten Jahre des 100-jährigen Krieges geführt. Doch an jenem Augusttag 1392 brach etwas in ihm. Der Chronist Michel Pintoin beschrieb, wie der König die Augen verdrehte, undeutlich sprach und jeden Angriff, der in seine Nähe kam. Einige munkelten von göttlicher Strafe, doch wofür? Andere schoben es auf die Hitze oder Gift. Die Wahrheit war nüchterner und beunruhigender. Karl de Sixt verlor den Verstand. Ab 1393 nahm die Wahnvorstellung feste Form an. Karl glaubte, sein Körper bestünde aus Glas. Er weigerte sich, berührt zu werden, aus Angst zu zerbrechen. Seine Kleidung ließ er mit Polstern und Metallplatten verstärken, um sich zu schützen. Höflinge mussten sich langsam bewegen und durften ihn nie anfassen. Wenn er saß, tat er es vorsichtig, als säße er auf rohen Eiern. Pintoin berichtete, der König stehe manchmal stundenlang regungslos da, aus Furcht, sich zu bewegen. Der Hof passte sich an. Bei Audienzen blieb ein Stuhl neben ihm leer. Diener schlichen auf Zehenspitzen. Selbst seine Frau Isabeau musste Abstand halten. Für einen König, der einst Heere geführt hatte, war das ein demütigender Sturz. Der Wahn war nicht nur persönlich, er hatte Folgen. Im Januar 1393 nahm Karl an einem Maskenball im Hotel Saint-Paul in Paris teil. Das Motto: Wilde Männer. Die Gäste trugen Kostüme aus Pech und Lein, die leicht entflammbar waren. Als eine Fackel das Gewand von 4 Adligen entzündete, verbrannten sie vor den Augen des Hofes. Karl, selbst verkleidet, soll wie besessen getanzt haben, bevor er in eine Starre verfiel. Die Chronisten nannten es den Ball des Ardents, den Ball der Brennenden. Die Katastrophe wurde seiner Krankheit angelastet und der Hof verlor die Geduld. Wenn der König nicht regieren konnte, würde es ein anderer tun. Karls Krankheit traf nicht nur ihn, sie spaltete Frankreich. Sein Onkel, der Herzog von Burgund, und sein Bruder, der Herzog von Orléans, kämpften um die Macht. Die Burgunder und Armagnacs verwandelten Paris in ein Schlachtfeld, während der König kaum mehr als eine Marionette war. 1420 unterzeichnete Karl im Vertrag von Troyes die Enterbung seines Sohnes, des Dauphin, und ernannte Heinrich V. von England zum Thronfolger. Karl Sixten, noch am Leben, aber gefangen in seinem Wahn, setzte seinen Namen unter das Dokument. Der 100-jährige Krieg, ohnehin schon grausam, wurde zum Existenzkampf. Frankreich war kein Königreich mehr, es war ein Land, das auf seine Zerstückelung wartete. Warum ausgerechnet Glas? Die Gelehrten des Mittelalters hatten Theorien. Einige glaubten an ein Ungleichgewicht der 4 Säfte. Zu viel schwarze Galle, die Melancholie brachte. Andere flüsterten von Dämonen. Doch der Glaswahn war kein Einzelfall. Im 15. und 16. Jahrhundert glaubten andere Europäer, Adlige, Gelehrte, sogar ein niederländischer Botschafter, ihr Körper bestünde aus Glas. Manche fürchteten, ihr Gesäß würde zerspringen, wenn sie sich setzten. Andere aßen nichts mehr, überzeugt, ihr Magen sei zu zerbrechlich. Der Wahn spiegelte eine tiefe Angst wider. Die Furcht vor der eigenen Verletzlichkeit in einer brutalen Zeit. Für Karl Sixten war es die größte Ironie.
Ein König, der unantastbar sein sollte, fühlte sich wie das Zerbrechlichste in seinem Reich. Karl VI. Starb 1422, immer noch überzeugt, aus Glas zu sein. Er wurde 54 Jahre alt. Sein Sohn, der Dauphin, bestieg später als Karl VI. Den Thron. Doch der Schaden war angerichtet. Frankreich hatte die Hälfte seines Territoriums verloren, seine Einheit und den Verstand seines Königs. Heute vermuten Psychiater Schizophrenie, eine bipolare Störung oder sogar eine Gehirnentzündung, die Jahrhunderte später ähnliche Symptome auslöste. Doch der Glaswahn bleibt das Unheimlichste an seiner Geschichte. Es war nicht nur Wahnsinn, es war eine Metapher. Ein König, der über ein zerbrochenes Reich herrschte und sich selbst für das Zerbrechlichste darin hielt. Heute kennt kaum jemand den Glaswahn, doch zu Karls Zeiten war er eine Mahnung. Macht ist fragil und die Köpfe, die sie tragen, noch mehr. Wenn Sie das nächste Mal ein Kirchenfenster sehen, denken Sie daran, es wurde gemacht, um zu bestehen. Der König, der fürchtete, aus Glas zu sein, überdauerte es nicht. Gefallen dir Geschichten, die wahr sind und trotzdem kaum zu glauben? Dann abonniere den Kanal und schreib in die Kommentare, wo du gerade zuschaust. Bis zum nächsten Mal.